kann, um dort die Vorträge sich anzuhören. Als ersten Referenten haben wir dann vom Energieinstitut Vorarlberg in Dornbirn den Dr. Tobias Hatt. Da freuen wir uns dann jetzt, ich habe auf der Internetseite gelesen, da steht Profi in der Gebäudesimulation, kommt aber heute mit einem mehr praktischen, wirklich umgesetzten Beispiel, nämlich zur Bauteilaktivierung. Da bin ich auch dann schon ganz gespannt, was er uns denn da berichten wird. In der Vergangenheit hatten wir ja durchaus auch Bauphysiker, die behauptet haben, die Speichermasse sei wichtiger als die Wärmedämmung. Gut, wir wissen eigentlich mittlerweile alles etwas besser, aber die Speichermasse hat immer noch Bedeutung und ich glaube auch gerade bei der Bauteilaktivierung. Ich bin gespannt, Dr. Tobias Hatt. Dankeschön. Das Mikrofon funktioniert, jawohl. Ich zeige heute etwas Bauteilaktivierung zur Wärmeabgabe in der Sanierung. Das klingt jetzt zuerst mal komisch, ich hoffe, ich kann es gut erklären. Ich komme vom Energieinstitut Vorarlberg aus dem Bereich energieeffizientes und ökologisches Bauen. War mal Zimmermann, Bauingenieur, genau. Ich erkläre kurz was zur Südtiroler Siedlung. Da wurden diese Projekte umgesetzt. Der den Vortrag von meinem Kollegen Martin Ploss heute früh schon gehört hat oder heute nach dem Mittagessen, der kennt die Siedlung schon. Thermische Bauteilaktivierung, was ist das? Ein paar Fotos von der Baustelle. Dann ein Vergleich, was würde passieren, wenn man das mit Niedertemperaturheizkörpern macht. Und einen kleinen Ausblick. Das Projekt wurde gefördert vom österreichischen Staat in der Stadt der Zukunftsausschreibung. Ist ein gemeinnütziger Wohnbau und wurde mit verschiedenen Projektpartnern umgesetzt. Und als GU-Unternehmen, mit dem GU-Unternehmen wurde das dann ausgeführt. Es ist eine Siedlung mit, glaube ich, knapp 400 Wohneinheiten, wenn ich mich recht erinnere. Und in der Siedlung wurden 2 Pilotprojekte umgesetzt, die sind jetzt fast fertig saniert. Ein größeres Gebäude und ein kleineres. Das kleinere Gebäude hat 4 Wohneinheiten im unteren Teil und dann 2 im neuen Dachgeschoss. Und das größere Gebäude hat 9 Wohneinheiten im unteren Teil und 2 neue im neuen Dachgeschoss. Sanierungsstandard danach soll Enerfit sein von der Größenordnung her. Und die Gebäude sollen auf Wärmepumpe umgestellt werden und eine Komfortlüftung eingebaut werden. Süddächer vollflächig mit PV belegt. Wie wurden die Gebäude bis jetzt beheizt? Da gab es so ziemlich alles, von elektrischen Radiatoren, Nachtspeicheröfen, Infrarotpanelen, Einzelöfen, Pelletöfen, Kohleöfen, so ziemlich alles, was man finden kann. Einer hat an seinem Pelletofen dann ein hydraulisches Verteilsystem selber hingeschweißt, mit Heißkörpern in einem Raum noch irgendwie. Und Warmwasser elektrisch direkt mit Boilern. Das ist die Ausgangslage. Sieht man also, das Problem ist, es gibt kein hydraulisches Verteilsystem in den Gebäuden. Eine thermische Bauteilaktivierung, was ist das? Vor- oder Nachteile habe ich mal hingeschrieben. Also eine thermische Bauteilaktivierung, wie Sie gesagt haben, nutzt die Masse vom Gebäude und die Masse muss sich irgendwie temperieren, beheizen oder kühlen. Das passiert klassisch mit irgendwelchen Rohrleitungen, die man in den Beton einlegt und meistens irgendwelche Kunststoffrohre. Und durch diese Rohre fließt dann das Wasser, entweder warm oder kalt, wenn man heizen oder kühlen will, und temperiert quasi dann das ganze Bauteil, die Masse vom Gebäude. Vorteil von diesen Systemen ist, man kann das mit relativ niedrigen Vorlauftemperaturen machen. Man hat große Abgabeflächen. Das heißt, die niedrigen Vorlauftemperaturen machen Wärmepumpen oder den Einsatz von Wärmepumpen normalerweise ziemlich effizient. Man kann Wärme auch drin speichern, könnte man zur Netzentlastung machen. Man kann auch kühlen mit diesen Sachen. Nachteil ist, es sind sehr träge Systeme, also die Regelung wird ziemlich schwierig, da haben wir sehr lange Zeitkonstanten. Und was auch noch ist, diese Flächen müssen, ich habe mal sichtbar hingeschrieben, sichtbar sein, wenn ich zum Beispiel in einem Büro die Decken aktiviere und dann darunter Akustikdecken abhänge und die quasi wieder thermisch entkopple, dann funktioniert das Ganze auch nicht richtig gut. Also es müssen irgendwie sichtbare Flächen sein, damit das gut funktioniert.
Und jetzt war es eben, die Außenwand zu aktivieren in der Sanierung. Ich habe mal hingeschrieben, keine Standardlösung. Es gab ein paar Forschungsprojekte, haben wir gefunden, wo man das schon umgesetzt hat. Das Problem ist, die Zwischendecken in der Sanierung waren in unserem Fall zumindest nicht nachträglich zu aktivieren, denn die Wohnungen sollten bewohnt bleiben. Also das war Vorgabe vom Bauherrn, dass die Bewohner nicht ausziehen. Also kann man nicht anfangen, im Wohnzimmer irgendwelche Leitungen reinzufräsen. Das funktioniert im bewohnten Zustand einfach nicht sehr gut. Oder vielleicht funktioniert, aber die Hausfrau wird das nicht ganz so gern sehen, glaube ich. Deshalb war die Idee, dass man die Außenwände quasi als Wärmeabgabeflächen auch nutzt, wenn man die Wände irgendwie aktivieren kann. Dadurch hätte man keinen Eingriff in den Wohnungen. Darum kam man überhaupt auf diese Idee, warum man das da in den Gebäuden anwenden kann. Wie gesagt, es gibt keine hydraulische Warmwasserverteilung oder Heizungsverteilung drin, es gibt keine Leitungen. Das heißt, die Wärme muss irgendwie in die Wand kommen und dann von der Wand um den Raum. Wenn man niedriges Temperaturniveau hat, ist die Wärmepumpe wieder effizient. Man will ja umstellen auf eine Wärmepumpe. Und wie gesagt, es gibt da noch relativ wenig Praxiserfahrung und deshalb haben wir uns entschieden, das zu simulieren mit dynamischer Gebäude- und Anlagensimulation, damit wir ungefähr ein Gefühl für das System bekommen, wie es funktionieren könnte. Wie schaut das Ganze jetzt aus? Das quasi gibt es Leitungen, ich habe es danach animiert, glaube ich, wenn das kommt. Jawohl, da gibt es Leitungen, die sind auf der Wand. Dann wurden die Leitungen mit dem Wärmeleitblech, man kennt es vielleicht aus der Fußbodenheizung, wenn man Trocken-Estrich Fußbodenheizung verlegt, macht man auch so Wärmeleitbleche drauf, damit die Wärme von den Heizungsrohren in die Wand geht. Das Allerbeste wäre, wenn man das einputzen würde, dann hätte man wahrscheinlich den besten thermischen Übergang. In dem Fall haben wir das aber gesagt, das trauen wir uns nicht, wenn man danach die Dämmung irgendwie drauf macht und dann da mit Schrauben und Dübeln rumhantiert, dann werden da ziemlich viele Löcher in der Leitung drin sein, weil man sie danach nicht mehr sieht, oder? Das ist das Problem, wenn ich es einputze. Darum hat man sich da jetzt in dem Fall für sowas entschieden, quasi Leitungen, eigentlich wie Fußbodenheizungsleitungen drauf, dann diese Wärmeleitbleche und das ganze Ding dann ziemlich gut überdämmt. Ich glaube 2 mal 14 cm Kreuzlagenholz und dann noch 6 cm Putzträgerplatte aus Holzfaser drauf. Diese Wärmeleitbleche hat man sich am Anfang dann gefragt, braucht man die denn überhaupt? Das treibt ja die Kosten dann in die Höhe, oder? Wenn man das machen muss. War auch ziemlich aufwendig, die hinzudübeln, muss man sagen. Dazu hat man Wärmebrückenberechnungen mal gemacht. Ich zeige jetzt mal 2 Fälle. Der obere Fall ist quasi Luftspalt ohne Wärmeleitblech. Der Luftspalt deshalb, weil es ein ganz rauer Putz war. Das war so ein ganz rauer, grober Putz. Das heißt, die Leitbleche liegen gar nicht kontaktbündig auf der Fläche auf, wie wenn das eine Stahlbetonwand wäre. Also wir haben da immer irgendwie einen Luftspalt drin. Und beim unteren mit Wärmeleitblech und man sieht einfach, die Wärme, die geht vom Rohr viel besser in die Wand mit den Leitblechen. Also ohne die Leitbleche bringt man die Wärme nicht richtig weg aus dem Rohr. Dann muss die Wärme, wenn sie mal in der Wand drin ist, durch die Wand durchkommen. Dazu sollte man wissen, was das für eine Wand ist. Das ist gar nicht so einfach im Bestand, haben wir festgestellt. Da gab es mal eine Analyse am Anfang. Dann hieß es, das sind Ziegelwände. Dann hat mal einer reingebohrt, dann kam kein roter Staub raus. Dann war es klar, das sind keine Ziegelwände. Dann hat man mal geschaut, was das sein könnte. Und da gab es eine Literatur noch, ein altes Buch dazu. Und dann hat man noch reingebohrt und das waren dann irgendwelche Hohlblocksteine, hat man da nach dem Krieg irgendwie gemacht aus Splittbeton. Die hatten wir dann nachgebildet oder nachzubilden probiert mit den Kammern, was dazwischen drin sind und sind ungefähr auf einen U-Wert von 1,7, 1,8 gekommen, also ziemlich schlecht für eine Bestandswand. Wir hatten den Berechnungen zwar vertraut, aber um sicher zu gehen, haben wir es auch nochmal gemessen, weil wir gesagt haben, das ist wirklich ein wichtiger Parameter. In der Messung kam dann auch Ähnliches raus. Und warum ist das jetzt so wichtig, dieser U-Wert von der Bestandswand? Ich habe das mal mit so einer Parametersimulation probiert darzustellen. Da sieht man, das läuft fast linear. Nach oben ist der U-Wert aufgetragen und unten ist die Wärmeabgabeleistung in den Raum aufgetragen. Und da sieht man halt, wenn man jetzt hier U-Werte hätte, was im Passivhausniveau wären, von was weiß ich, 0,1, 0,2, bringt man halt fast keine Wärme durch. Also das heißt, die Bestandswand muss schlecht sein, damit ich die Wärme gut an den Raum bringe. Also wenn ich irgendwelche schon gut gedämmten Wände oder irgendwelche ausgefachten Holzwände habe, dann wird das nicht so gut funktionieren.
Und das hat damit auch einen Einfluss auf die Vorlauftemperatur. Also je besser die Wand ist, desto weiter muss ich die Vorlauftemperatur anheben. Auch Einbauschränke oder Ähnliches verbessern den U-Wert in der Praxis, habe ich noch drunter geschrieben. Also wenn da innen in den Wänden irgendwas vorgestellt ist, dann geht die Wärme natürlich dann auch nicht direkt an den Raum. Und wir bringen bei einem U-Wert mit diesen Parametern, was hier unten steht, ungefähr 25 Watt pro Quadratmeter Außenwand bei diesem U-Wert ins Gebäude. Warum ist jetzt das interessant zu wissen? Es verhält sich nicht ganz analog wie bei der Fußbodenheizung. Bei der Fußbodenheizung ist die Wärmeabgabefläche und die Raumgröße meistens linear, hängt es zusammen oder welchen ganzen Bodenbeleg. Das ist bei der Wandheizung nicht so. Da hängt es von der Anzahl der Außenwände pro Raum ab, von der Raumgeometrie, ob das ein langer, schmaler Raum ist oder ein rechteckiger Raum. Die Raumhöhe natürlich spielt noch mit rein und auch die Fensterflächen. Ich habe das mal hier nebendran ein bisschen gezeichnet oder probiert zu zeichnen. Das wäre ein Eckraum. Der Eckraum mit den Fenstern drin hat ungefähr 20 Quadratmeter Heizfläche und 20 Quadratmeter Fußbodenfläche. Also da ist das Verhältnis ungefähr 1:1. Könnte man von der Auslegung her sagen, wie Fußbodenheizung kann man das handhaben. Wenn das aber so ein langer, schmaler Raum wird, ist das Verhältnis nur noch 0,4 Wand zu Fußbodenheizung. Also da sieht man schon, da bringe ich weniger Wärme in den Raum rein im Vergleich zu einer Fußbodenheizung. Bei Zwischengeschossen ist es meistens gar nicht so problematisch, weil da die Heizlast meist auch nicht so hoch ist, weil ich nicht so viele Transmissionswärmeflächen habe oder Transmissionsflächen. Dachgeschosse und Erdgeschosse sind da oft kritischer. Wie schaut es dann mit sowas aus? Was meinen Sie, ist das gut geeignet für eine Wandheizung? Eher ein schwieriger Fall, oder? Aber das waren halt in unserem Pilotgebäude die Bäder, die schauen so aus. Man sieht von der Wand eigentlich relativ wenig und dann hängt da auch noch der Spülkasten davor, wo das kalte Wasser reinfließt. Wir waren dann kritisch, auch in der Simulation kam das raus, dass das nicht richtig auf 24 Grad Normtemperatur warm werden wird, das Bad. Auch sowas mit Küchen und eingebauten Sachen sollte man anschauen. So schaut es dann auf der Baustelle aus. Da wird das ganze Ding mit diesen Rohren belegt oder in dem Fall war es dann andersrum. Da hat man zuerst diese Wärmeleitbleche hingedübelt und die Rohre dann reinklipsen können. Das ist so ein System, wo man die dann reinklipst. Ist aber wirklich die ganze Wand voll mit diesen Blechen. Waren dann auch, glaube ich, 3000 Dübel. Also im bewohnten Zustand war das, glaube ich, schon eine Herausforderung, sagen wir mal, für die Bewohner. Die Zuluftleitungen hat man noch drüber geführt. Abluft wurde über die bestehenden Kamine gemacht. Und dann wurde das mit so Kreuzlagenholz überdämmt. Die einzelnen Räume haben einen eigenen Heizkreis bekommen, also ähnlich wie Fußbodenheizung. Da hat man auch ziemlich rumdiskutiert und experimentiert am Anfang, ob man das nicht großflächig die Wand einfach belegen kann und ungeregelt mal aufheizen kann. Wir haben es jetzt in der Simulation mal so probiert, mit Einzelraumregler zu machen, hat den Vorteil, dass man einzelne Heizkreise zumindest mal abschalten kann. Also dass, wenn ich ein Schlafzimmer habe, dass ich zumindest das mal abdrehen kann. Wenn ich es halt komplett ungeregelt habe, dann geht das gar nicht, eine Differenzierung. Wie gesagt, wir haben es simuliert mit einem dynamischen Gebäudesimulationsmodell, hatten jeden Raum als Zone, mit der Software IDA-Ice hatten wir das gemacht. So schauen dann diese Belegungspläne aus. Und hier sieht man, die raumweise Belegung sieht man gar nicht, hier sieht man nur die Wohnung als eine Farbe, aber die Räume sind nochmal extra. Hier sieht man es an der Anzahl der Stränge. Und die Verteilungen wurden vom Erdgeschoss und ersten Stockwerk im Keller angebracht und vom zweiten Stockwerk oben im neuen Dachgeschoss. Das ist das Modell. Und wie gesagt, bei uns kam dann raus, dass in den Bädern und in den Räumen unten im Erdgeschoss nordseitig die Heizleistung nicht ganz auslangt von der Wandheizung mit einer einigermaßen niedrigen Vorlauftemperatur. Darum hatten wir da in der Planungsphase mal vorgesehen, direkt elektrische Heizelemente, so Infrarotpaneele reinzuhängen. Es war so warm im ersten Winter nach dem Betrieb, man hat es jetzt noch nicht reingehängt. Schauen wir mal, was nächsten Winter passiert.
Raumtemperatur soll 22,5 Grad in den Räumen in der Simulation angesetzt, in den Bädern 24. Die Vorlauftemperatur war im Mittel irgendwie 32, 33 Grad im Winter, bei minus 10 Grad 46 Grad. Genau, und das mit den Bädern habe ich schon gesagt. In den Bädern wurden die Infrarotpaneele aber mit Zeitschaltuhr vorgesehen, also wenn man ins Bad kommt, dass die aktiviert werden und dann nach 10 bis 15 Minuten wieder ausschalten. Jetzt zu den Ergebnissen aus der Simulation. Das ist jetzt ein Nordostraum, also eher ein kritischer Raum von der Heizlast im Winter, die kalte Winterwoche. Und da sieht man, das Rote ist quasi die eingebrachte Heizlast oder Heizleistung in den Raum. Hier drüben sieht man die Raumtemperatur und unten die Außentemperatur. Und man erkennt, dass wenn die Außentemperatur relativ konstant ist, ist auch die eingebrachte Heizenergie relativ konstant. Das heißt, dass die Vorlauftemperatur, mit der man da fährt, einigermaßen passt. Bei den Südräumen oder Südosträumen schaut es jetzt anders aus. Da sieht man schon, wenn man das im Vergleich zur vorigen Grafik, diese roten Dinger sind nicht mehr konstant, sondern sind irgendwie so geblockt. Und auch die Temperatur schwingt jetzt rum. Und wenn man hier mal den anschaut, also da geht die Solltemperatur, sinkt dann unter irgendeinem Grenzwert, dann sagt der Raumregler, jetzt ist es mir zu kalt, schalt an und dann heizt es auf und bis dann die Wärme in den Raum kommt und der Thermostat es mitkriegt, vergeht da halt ungefähr ein Tag. Und dann sagt er, es ist warm genug, dann überschwingt es noch ein bisschen und dann kühlt das Ganze halt wieder ab. Also mit sehr langen Zeitkonstanten und dann passiert irgendwann wieder das Gleiche danach. Man sieht schon von der Regelung her, es ist nicht, ich kann nach Hause kommen und die Heizung anmachen, weil mir zu kalt ist, das funktioniert nicht. Das muss man den Nutzern auch sehr gut erklären, dass das ein sehr, sehr träges System ist und dass man mit der Regelung das zwar Räume wegregeln kann, komplett, und dass die dann auch kälter bleiben, aber dass das nicht irgendwie wie bei den Heizkörpern ist und schnell reagiert. Im Vergleich dazu, zu diesem Heizungssystem, hat man noch Niedertemperaturheizkörper angeschaut. Das sind eigentlich Heizkörper mit Niedertemperatur betrieben, also es sind keine so Gebläsekonvektoren oder irgendwas, wo Gebläse drin haben, sondern normale Heizkörper, aber von der Fläche her ein bisschen größer dimensioniert. Und hatten das auch simuliert mit einer Wärmepumpe im Hintergrund. Und das sind die Ergebnisse dazu. Die nutzwarme Raumenergie sind bei der aktivierten Bestandswand ist ein bisschen höher als bei den Niedertemperaturheizkörpern. Das kommt unserer Meinung nach aus der Regelträgheit vom System. Das Ganze überheizt man halt auch manchmal ein bisschen. Dann kommen irgendwelche Verteil- und Speicherverluste dazu, die sind ein bisschen höher, die Verteilverluste, weil die Leitungen über das ganze Verteilnetz halt aufwendiger sind als mit den Heizkörpern. Der Strom für die Wärmepumpe ist ähnlich hoch gewesen bei beiden Dingen, obwohl die abgegebene Nutzwärme über das Heizelement hier weniger war. Und dann kommen bei dem noch die Infrarotpaneele mit dazu, mit 4,5 Kilowattstunden. Der Pumpstrom ist ein bisschen höher bei dem aufwendigen Hydrauliksystem. Gibt in Summe Strom für die Heizung 19,3 und bei den Niedertemperaturheizkörpern 14,3. Also es ist ein Unterschied prozentual gesehen hoch. Allerdings muss man sagen, bei 22 Grad, 22,5 Grad Raumtemperatur und eigene interne Wärmequellen ermittelt. Aber mit dieser sehr guten Überdämmung dazu ist das alles noch in einem guten Bereich. Also das ist nicht, dass diese zur Einordnung nur von beiden Ergebnissen. Zu den Kosten, ich habe leider nur Angebotskosten, die abgerechneten Kosten haben wir noch nicht. Diese Wandheizung war laut Angebot bei 163 € pro Quadratmeter Wohnnutzfläche, die Heizkörper bei 133 € pro Quadratmeter Wohnnutzfläche. Ich vermute, die abgerechneten Kosten für die Wandheizung waren eher ein bisschen höher, weil es auf der Baustelle komplizierter war, das umzusetzen, als man am Anfang angenommen hat. Es war aber natürlich auch ein Prototyp, muss man dazu sagen, aber wissen wir noch nicht. Die Zusatzheizungen in den Bädern könnten natürlich auch hydraulisch gemacht werden, das müssten keine Infrarotpaneele sein. Dann würden diese 4,5 Kilowattstunden halt mit einer Wärmepumpe erzeugt werden, ein bisschen Verteilverluste noch mit dazu, dann wird das auch effizienter, das System. Also da hinkt der Vergleich ein ganz klein bisschen, wenn man das mit direkt elektrisch vergleicht. Aber wahrscheinlich wird es so umgesetzt werden, darum haben wir das so drin gelassen.
Die Gegenüberstellung von beiden Sachen, kann man sagen, Vorteile von der Wandheizung. Es ist kein Eingriff in den Wohnungen notwendig. Es kann also im bewohnten Zustand stattfinden. Es ist eine Kühlung gut möglich. Man könnte Überschussstrom mit einer Wärmepumpe einspeichern im Gebäude zur Netzentlastung. Wenn es gelingen würde, das Ganze mit einer vorgefertigten Fassade zu kombinieren, also dass diese Elemente, diese Heizschlangen an der vorgefertigten Fassade auf die Baustelle kommen und dann irgendwie dran geklipst werden, sage ich mal vereinfacht, dann hätte man natürlich einen wahnsinnig schnellen Bauablauf und auch einen großen Vorteil. Und ich brauche in den Wohnungen keinen Platz. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Nachteil ist schlechte Regelbarkeit durch die Trägheit, höherer Strombedarf. Bauliche Umsetzung, zumindest mal in dem Prototyp, war noch sehr komplex. Großflächige Möblierung von Außenwänden eingeschränkt. Bei den Niedertemperaturheizkörpern haben wir mal gesagt, das ist ein einfaches, bewährtes System in der Bauausführung, das kann oder sollte jeder können. Einzelraumregelung hat jeder Heizkörper dran, kann man einstellen, wie man will. Robust gegenüber von Änderung von Einflüssen und geringere Investitionskosten. Nachteil, ich muss halt in die Wohnungen rein, ich muss die Leitungen irgendwie reinbringen, ich muss die Heizkörper hinhängen. Eine Kühlung ist nicht wirklich möglich, zumindest mal mit diesem Typ von Heizkörpern. Die Nutzerakzeptanz von den kalten, eigentlich relativ kalten Heizkörpern im Winter, das sind auch, wenn man dahin fasst, ist es nicht richtig warm, ist auch niedriger als bei Standardheizkörpern, also muss man die Nutzer auch darauf hinweisen. Und ich brauche in den Wohnungen Platz. Jetzt habe ich noch erste Monitoring-Ergebnisse. Das Projekt wurde quasi vor dem Winter, die Sanierung soweit abgeschlossen, der Neubau wurde noch nicht fertig. Oben die zwei oder das Dachgeschoss, aber die Wandheizung hat schon funktioniert. Aber sie wurde erst ab Mitte Februar geregelt. Das heißt, davor war das händischer Betrieb, da war irgendeine ziemlich hohe Vorlauftemperatur eingestellt. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, das war warm in den Wohnungen. Also die hatten die Fenster oft offen, sagen wir mal so. Es war kein Problem, dass es nicht warm wurde. Aber es wurde halt konstant mit einer hohen Vorlauftemperatur gefahren. Ab Mitte Februar läuft die Regelung. Und man sieht, ich habe mal 2 Räume probiert rauszuholen. Und das ist nur eine Interpretation von mir. Der blaue Raum ist so ein Nordraum, wie ich ihn vorher dargestellt habe, wo die Temperatur relativ konstant durchläuft, wo der Regler wahrscheinlich nicht eingreift. Und der rote Raum, das wird so ein Südraum sein, wo der Regler auch eingreift und wo man diese Schwingung quasi und diese langen Zeitkonstanten erkennen kann. Wo es so weit runter geht, da vermute ich mal, sind Fenster gelüftet worden. Da sind halt die Fenster aufgemacht worden und dann hat man gelüftet, weil es wahrscheinlich zu warm wurde. Unser Fazit, Hauptvorteil von dieser Wandheizung ist, dass es halt im bewohnten Zustand gemacht werden kann, mit wenig Eingriff. Somit müsste der Bauablauf wesentlich einfacher zu koordinieren sein, mit den Bewohnern zumindest. Die funktioniert sehr gut, wenn man sie gut überdämmt. Wenn man da nur wenig Dämmung draufpackt, dann hat man natürlich wahnsinnige Verluste nach außen. Wenn es gelingen würde, das mit einer vorgefertigten Fassade zu integrieren, dann wäre das ein ziemlich schnelles System. Wir würden empfehlen, im Vorfeld das Team zusammenstellen aus Planer, Systemhersteller und Installateur, Zimmermann, Fassadenbauer und am Anfang mal klären, wer für was denn überhaupt zuständig ist. Denn es gibt halt Schnittstellen einfach, das gibt es ohne die Fassadenheizung nicht. Und solange es noch keine Praxiserfahrung gibt, würden wir empfehlen, das auch zu simulieren. Im Vorfeld die Bestandswand zu analysieren und den U-Wert zu bestimmen, ist wohl auch sehr wichtig. Und genaue Ergebnisse zu Nutzerzufriedenheit, Energieeffizienz und abgerechneten Kosten gibt es dann Ende 2024 oder nach dem nächsten Winter. Dankeschön.